Anna ist eine begeisterte Buchhalterin, aber sie hat eine besondere Leidenschaft für Reisen und Entdecken neuer Orte. Dank ihres flexiblen Jobs kann sie von überall aus arbeiten, und so beschließt sie, Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, zu besuchen. Sie kommt am Flughafen Tegel an und nimmt sofort ein Taxi zum Alexanderplatz, wo sie in einem gemütlichen Hotel übernachten wird. Schon die Fahrt durch die Stadt fasziniert sie. Die Mischung aus moderner Architektur und historischen Gebäuden ist beeindruckend. Am nächsten Tag beginnt Anna ihren Tag mit einem Besuch des Brandenburger Tors. Sie ist überwältigt von der Pracht und der historischen Bedeutung dieses Monumentes. Von dort aus spaziert sie zum nahegelegenen Reichstag. Sie nimmt an einer Führung teil und steigt sogar auf die Kuppel, um die Stadt von oben zu betrachten. Nach der Führung ist es Zeit fürs Mittagessen. Anna entscheidet sich für ein Restaurant in der Nähe des Potsdamer Platzes, das typisch Berliner Speisen anbietet. Sie probiert die berühmte Currywurst und ist positiv überrascht von dem Geschmack. Im Laufe des Nachmittags besucht sie die Museumsinsel. Sie ist beeindruckt von der Vielfalt und der Qualität der Exponate in Museen wie dem Pergamonmuseum und der Alten Nationalgalerie. Die Atmosphäre auf der Insel ist geprägt von Kultur, Kunst und Geschichte, was Anna sehr schätzt. Abends möchte sie das Berliner Nachtleben erkunden. Sie entscheidet sich für einen Besuch in einem der vielen Clubs, die Berlin zu bieten hat. Die Atmosphäre ist elektrisierend und sie genießt die Musik und das Tanzen. Am nächsten Tag steht der Besuch des Mauermuseums am Checkpoint Charlie auf dem Programm. Anna ist tief bewegt von den Geschichten über die Teilung Berlins und die Schicksale der Menschen, die von einer Seite zur anderen gelangen wollten. Sie verbringt den restlichen Tag mit dem Erkunden von Kreuzberg und Neukölln, zwei der vielfältigsten und lebendigsten Bezirke Berlins. Sie probiert türkisches Essen in einem der vielen Restaurants und schlendert durch die lebhaften Straßen. Bevor sie Berlin verlässt, möchte Anna noch ein Souvenir kaufen. Sie entscheidet sich für einen Bären, das Wahrzeichen der Stadt, und einige Postkarten mit Berliner Motiven. Während ihrer Reise hat Anna so viele verschiedene Facetten von Berlin erlebt, von der reichen Geschichte und Kultur bis hin zur lebendigen Atmosphäre der Stadt. Sie ist dankbar für die Möglichkeit, all diese Erfahrungen in einer Stadt gesammelt zu haben, und plant bereits ihre nächste Reise. Und so endet ihre Berlin-Reise, aber Anna weiß, dass dies nur der Anfang ihrer Entdeckungsreise durch Deutschland ist. Mit einem Koffer voller Erinnerungen und einem Herzen voller Dankbarkeit tritt sie die Rückreise an, gespannt darauf, was die nächsten Städte für sie bereithalten werden.